Ich habe keine Ahnung, wo er herkommt, aber wir werden es gleich erfahren. Herzlich willkommen, Hans-Ulrich Obrist. Hallo. So, ein frisches Glas kommt sicher, das ist auf dem Weg zu dir, ich räume mal das andere ab. Ja, ich frage dich, genau so ist es normalerweise, oder? Also das heißt, du hast immer deine 2 Handys, da liegen deine Notizen. Ich sehe dich ja normalerweise nie, wenn wir miteinander reden. Wo kommst du gerade her? Ja, ich komme gerade aus London, wo wir gestern in der Serpentine die Hito Steuern-Ausstellung eröffnet haben und vorher in New York für die Eröffnung der Shred. Also war eine Woche von Eröffnungen. Aber ich wollte noch kurz eingehen auf das Ritual, weil Tarkowski sagte ja mal, dass wir Rituale brauchen für das 21. Jahrhundert. Also er hat es auch auf das 20. bezogen, aber es ist weiterhin wahr auch für unsere Zeit. Wir brauchen mehr Rituale und neue Rituale. Und ich versuche ja immer Rituale zu erfinden. Der Brutally Early Club ist eins, wo wir uns ganz früh am Morgen zu Frühstücksritualen treffen. Um wie viel Uhr? 6 Uhr. Und das Tolle daran ist, dass man, wenn man Freunde zusammenruft um 6 Uhr, kann niemand sagen, dass es Prior Schedule gibt, weil niemand hat einen Plan, man kann es improvisieren. Aber eben unser Ritual ist mir besonders lieb, weil es wirklich schon so seit langem dauert und immer wieder kommt. Und man kann das vielleicht schon ankündigen, im nächsten Jahr zur Art Cologne wollen wir ein Buch mit den besten Gesprächen zusammen rausbringen. Also, du kommst gerade aus London. Fangen wir mit London an, fangen wir mit dem an, was gestern war. Ihr habt Hito Steyr eröffnet. Ja, genau. Also wir arbeiten ja seit längerem mit Jan Appel und unseren Teams. Ben Vickers auch. Wir haben jetzt einen Chief Technology Officer, der ist auch Künstler. Also Idee der Artist Placement Group, dass man Künstler in Institutionen bringt. Und so haben wir seit 2-3 Jahren beschlossen, dass wir wirklich die New Experiments in Art and Technology beginnen wollen. Billy Klüver hat ja in den 60er Jahren diese Experimente gemacht mit den Bell Laboratories und wir versuchen mit Ausstellungen immer wieder Bezüge herzustellen zwischen Kunst und AI, Kunst und AR. Es gab mit Pierre Week die Ausstellung letzten Herbst mit Artificial Intelligence Bildern. Und was ja daran besonders interessant ist, ist, dass es etwas zu tun hat, was Paul Klee schon sehr früh sagte, wo er immer wieder sagte, Kunst macht das Unsichtbare sichtbar. Und das ist eben wahr auch im digitalen Zeitalter, weil wir sind umgeben jeden Tag von diesen unendlichen Algorithmen, die eigentlich mehrheitlich unsichtbar sind. Und Künstler und Künstlerinnen wie Hito Steyr machen eben diese Algorithmen sichtbar. Und so ist ein Garten entstanden in der Serpentine, der gestern eröffnet hat, ein Garten mit AI-Pflanzen. Das ging ursprünglich aus von Pflanzen, die sie auch im Park gefunden hat. Im Hyde Park. Genau, die werden aber in die Zukunft projiziert, also man geht auf eine Art von Zeitreise und kann durch diese AI, es gibt auch verschiedenste andere Spaziergänge auch, und man kann auch die Galerie verlassen. Und das Thema der Ausstellung ist Power, also Power im Sinne von Macht, oder Power im Sinne von Energie und von Kraft. Und wie sehen diese künstlichen Pflanzen aus? Ja, ich meine, die sind in dauernder Transformation, was ja auch, das war schon bei den früheren, wenn man so will, Experimenten der Fall. Wir haben auch mit Ian Cheng die Ausstellung gemacht mit Bob, da hat quasi eine AI-Creature, die er geschaffen hat auf einmal gelebt in der Serpentine. Und diese Werke haben keinen Anfang und kein Ende. Es ist eben nicht mehr ein Loop, es ist eine Befreiung vom Loop. Die werden sich immer weiterentwickeln. Aber da erinnere ich mich, das war bei Ian Cheng so, da warst du, glaube ich, gerade in Asien irgendwie unterwegs. Und diese AI, also künstliche Intelligenz-Figur, Creature, die er geschaffen hatte, ist nachts aufgewacht und hat das Licht angemacht in der Serpentine Gallery. Deswegen es einen Feuerwehreinsatz gab, oder? Ja, also es ist so, dass viele interessante Dinge sind passiert mit dieser Ausstellung, weil es auch so war, dass natürlich die Besucherinnen ganz anders reagiert haben als bei einer Ausstellung. Normalerweise, also wenn man sich das Gästebuch anguckt, steht da eben drinnen, jemand sagte, dass sie aus Birmingham gekommen sind, extra, und dann Bob sie ignoriert hat. Und jemand anderes hat gesagt, dass Bob so nett war, dass sie eben jeden Tag wiedergekommen sind. Also es ist eben wirklich, das Kunstwerk in diesem Sinne lebt. Aber Hito ist es nicht nur eine virtuelle Ausstellung, sondern es ist auch sehr analog, weil man wird eingeladen in diese Spaziergänge und die Idee ist eben, es geht nicht nur um unsichtbare Algorithmen, sondern es geht auch um die unsichtbare Stadt. Italo Calvino hat dieses wunderbare Buch geschrieben, der Città Invisibile, was schön ist, wenn man das heute wieder liest.